Unglaublich hell ist der Mond, wenn man ihn ohne Mondfilter durch so ein Teleskop anschaut. Der Mond schwebt jetzt noch als Geisterbild vor meinem Auge, obwohl ich nicht mehr durch das Teleskop schaue. Und meine Augen werden sich noch ein bisschen an die Dunkelheit wieder gewöhnen müssen. Hallo bei astroshop.de, mein Name ist Markus Schenk. Was Sie gerade gesehen haben, passiert, wenn man in einem Teleskop den Mond ohne Mondfilter anschaut. Für die meisten Menschen ist der Mond viel zu hell und blendet. Immer wieder bekommen wir die Frage, brauche ich überhaupt einen Mondfilter und welcher ist für mein Teleskop dann geeignet? Und gibt es am Ende vielleicht sogar Gefahren? Das ist ein Mondfilter. Er ist nur sehr klein, besteht aus Glas, meist mit grauer Tönung und ist in verschiedenen Tönungsstufen erhältlich. Mondfilter sind schon in einer für Ihr Okular passenden Fassung vormontiert. Es gibt entweder 1/4 Zoll Filter wie dieser hier oder 2 Zoll Filter. Über das Filtergewinde lässt sich der Filter in die Okularhülse einschrauben. Zusammen mit dem Okular wird der Filter dann in den Okularauszug des Teleskops gesteckt. Mondfilter sind meistens das erste Zubehörteil, was Einsteigern empfohlen wird. In letzter Zeit gibt es immer öfter wieder die Diskussion, braucht man unbedingt einen Mondfilter? Da ist unsere klare Antwort, ja, auf jeden Fall. Denn Sie haben ja schließlich gesehen, was der Mond mit dem Auge macht. Das Mondlicht überreizt die Netzhaut, man sieht ein Geisterbild des Mondes manchmal eine Minute lang, selbst wenn man nicht mehr reinschaut. Mitunter kann das Blicken in das helle Mondlicht sogar zu leichten Schmerzen im Auge führen. Man kennt das manchmal, wenn man mit einem Auto in der Nacht einem anderen aufgeblendeten Scheinwerfer entgegenkommt. Der Mond ist etwa 25.000 Mal heller als die hellsten Sterne. Ein Mondfilter dämpft die Helligkeit, macht damit das Beobachten angenehm. Die Netzhaut wird nicht überreizt und der Kontrast bei der Beobachtung von Kratern wird erhöht. Wir haben 2 verschiedene Okulargrößen und auch 2 verschiedene Filtergrößen in 1/4 Zoll und 2 Zoll. Manche Hersteller liefern grüne Filter mit dem Teleskopzubehör. Der Mond sieht dann ganz schrecklich grün eingefärbt aus. So einen Filter hatte ich übrigens auch bei meinem ersten Teleskop im Jahr 1994, aber teilweise werden sie sogar immer noch mitgeliefert. Warum sind grüne Filter schlecht? Oft sind die Filter aus Plastik und nur oberflächlich gefärbt. Sie sind nicht homogen in der Abbildung und manchmal sogar verzerrt. Und sie können den Kontrast sogar verschlechtern. Außerdem, wer will schon einen grünen Mond im Teleskop haben? Ein guter Mondfilter ist ein Neutralfilter mit einer grauen Farbe wie diese Modell von Omegon. Das hier ist kein billiges Glas mit Schlieren, sondern ein optischer Filter. Neutralfilter bedeutet, dass er eine gleichmäßige Abdunklung besitzt und nicht oberflächlich, sondern homogen durchgefärbt ist. Der Mond sieht damit absolut neutral aus und es treten auch keinerlei Farbverfälschungen auf, wie das mit billigen Scherben oft der Fall ist. Außerdem gibt es variable Mondfilter, die stufenlos zwischen einer Helligkeit von 1% und 40% Transmission verstellt werden kann. Wie funktioniert das? Es sind einfach 2 Polarisationsfilter, die das Licht nur in einer Richtung durchlassen. Man kann sie so stark verdrehen, bis das Licht fast ausgelöscht wird. Auch bei den normalen Graufiltern gibt es verschiedene Tönungsstufen, beziehungsweise lassen die Filter unterschiedlich viel Licht durch. Der Grad wird entweder in Neutraldichte von 0,5 bis 0,9 oder etwas praxisbezogener in Durchlass im Prozent angegeben. Grundsätzlich ist der Mond in einem größeren Teleskop zwar nicht heller, aber er blendet den Beobachter unangenehm. Deswegen gibt es Empfehlungen, für welche Teleskopgröße welcher Filter geeignet ist.
Eine sehr geringe Dämpfung bietet der Filter mit 50% Durchlass. Er bietet sich zum Beispiel für sehr kleine Refraktoren mit einem 2 Zoll Auszug an oder als Kontrasthilfe für den Mond oder auch für helle Planeten. Das hier ist ein Mondfilter mit 30% Durchlass, dieser hier mit 25%. Beide gibt es von Omegon und sie kommen in einer guten Metallfassung. Wir empfehlen diese Filter für kleinere Teleskope, zum Beispiel für kleine Linsenteleskope oder 114 mm oder 130 mm Newton-Teleskope. Bis zu 150 mm Öffnung kann so ein Filter sinnvoll sein. Die stärkste Dämpfung liefern diese beiden Omegon Premium Mondfilter mit 13% Durchlass. Das bedeutet, 87% des Lichts werden hier geblockt. Wir empfehlen diese Filter, die es in 1/4 Zoll oder 2 Zoll gibt, für größere Teleskope ab etwa 200 mm Öffnung. Ist die Beobachtung des Mondes ohne Schutz nun gefährlich? Wenn Sie sich unter Hobbyastronomen umhören, würden viele sagen, nein. Wir sind aber anderer Meinung. Wir sagen, eine kurze Blendung des Mondes ist nicht gefährlich. Wenn Sie aber lange und intensiv und oft den Mond beobachten, dann kann das für das Auge langfristig schon schädlich sein. Es ist ja eine natürliche Schutzreaktion vom Auge, dass Sie bei Blendung wegschauen. Die Netzhaut wird, wie erwähnt, überreizt. Fachmeinungen sprechen bei einer intensiven Blendung von einer retinalen Veränderung der Netzhaut durch sichtbares Licht. Berufsgruppen, die sehr viel mit hellem Licht zu tun haben, müssen Schutzbrillen tragen. In helles LED-Licht sollte man tunlichst nicht blicken. Warum sollten das dann also Mondbeobachter tun? Deswegen empfehlen wir, verwenden Sie immer einen Mondfilter. Vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß bei der Beobachtung und bis bald.